ist die McDonald's-Aktie gerade im Krisenmodus? Wir schauen uns heute mal ein paar Gründe an, die dafür sprechen könnten oder die Gründe dafür liefern könnten, warum die Aktie in letzter Zeit doch relativ stark korrigiert ist. Ja, McDonald's und die Aktie von McDonald's ist natürlich ja, ein riesiges Unternehmen. Der globale Fastfood-Riese hat über 39.000 Filialen in über 100 Ländern und wurde bereits 1940 gegründet und hat natürlich auch eine sehr, sehr starke Markenbekanntheit. Zwar ist das Umsatzwachstum immer rückläufig gewesen in den letzten Jahren, aber das liegt natürlich auch an McDonald's Strategie. Aber es ist ein solider Dividendenzahler mit einer Dividendenrendite von über 2% und vor allem besonders in diesem Fastfood-Markt hat man sehr, sehr starke Gewinnmargen für ein Fastfood-Unternehmen. Also sehr, sehr interessant. Ja, schauen wir mal so ein bisschen auf den Kurs der letzten Wochen und wir sehen, dass wir bei 300 US-Dollar so ein Hoch ausgebildet haben und sind aber jetzt seitdem wirklich sehr, sehr stark gefallen. Also so 15% auf im Tief auf knapp 250 US-Dollar nach unten. Ja, generell hat man eine gute Wachstumsstrategie auch bei McDonald's. Man möchte ja durch Digitalisierung und die Investitionen, die man da machen kann, weiter das Wachstum steigern und die Gewinne fördern. Ja, und die starken Gewinnmargen, die sind natürlich auch ein sehr, sehr schöner Investment Case, den man hier im Vergleich vor allem mit anderen Fastfood-Ketten aufweist. Man hat natürlich auch noch Wachstumspotenzial in Märkten wie Asien und Afrika. Und wir gucken uns einfach mal ein paar mögliche Gründe an, warum McDonald's jetzt in der letzten Zeit doch relativ ja, stark abgestraft wurde. Und hier ist ein Artikel von Barron's geschrieben worden und der geht so ein bisschen auf die Gründe auch dafür ein, warum McDonald's im Moment so ein bisschen am Struggeln ist. Also grundsätzlich hat man ja das Problem, dass man den Niedriglohnsektor etwas verloren hat, vor allem in den USA, weil McDonald's eben die Preise doch relativ stark erhöht hat. Und um dem ein wenig gegenzuwirken, hat man jetzt halt angekündigt, ein 5-Dollar-Menü rauszubringen. Also 5 Value Meal nennen die das hier. Und das soll man jetzt eben ab dem 25. Juni bereitgestellt bekommen. Und da sind also so ein paar Burger drinnen und Pommes und ein Softdrink. Und das soll so die neue Strategie sein, um einfach mehr Leute auch dann reinzuholen, wieder die sich davor das halt einfach nicht mehr leisten konnten. Es soll aber auch nur ein zeitlich begrenztes Angebot sein, damit eben die ganzen US-Amerikaner mehr wieder in die Fastfood-Ketten kommen. Und das ist so ein bisschen die Strategie, die man jetzt da verfolgen möchte. Auch sind natürlich die Profitmargen, also die Profitmargen für diese Franchise-Nehmer sehr, sehr niedrig. Also die liegen nur so zwischen 10 bis 15%. Und naja, auf lange Sicht würde das natürlich auch deren Profitabilität schaden. Und naja, da gibt es auch große Ketten, sage ich mal, die einfach diese Franchises machen. Also das hat zum Beispiel jetzt einer gesagt, der hat über 1000 Franchise-Features und man hat hier 95% aller US-Restaurants gefranchised, sagt zumindest Barron's hier. Und ja, es ist einfach nicht genug Profit da, um da 30% Rabatt zu geben, sagt man hier. Aber das ist jetzt so ein bisschen die Strategie, die McDonald's, die CEOs und so weiter vorgeben. Und die Franchises zahlen ja an sich generell mal so eine 4 bis 5% Royalty-Fee, also von den Verkäufen. Und ja, andere Gebühren, das inkludiert noch sowas wie Marketing oder natürlich auch die Miete, die man zahlen muss. Also man ist ja eigentlich auch hauptsächlich so ein bisschen in dem Immobilienbusiness zu Hause. Und ja, es ist ja auch keine Überraschung, warum McDonald's sich hier so Richtung Franchising bewegt und weg vom ja, eigenen Betrieb von Restaurants, weil es natürlich einfach viel, viel profitabler ist und man da auch über 80% der Gebühren, die eben die Franchise-Nehmer bezahlen, als Profit bekommt. Und das ist ja auch so der Grund, warum McDonald's den Umsatzrückgang hier verzeichnen musste. Aber also in gleichen Zeit ist das Net Income um 60% gestiegen. Und was sehr, sehr gut und krass ist, sind eben hier diese Margen. McDonald's hat nämlich Margen von 31% und die sind auch deutlich höher als also im Vergleich mit anderen Fastfood-Ketten und vor allem im Vergleich mit den generell den Franchise-Nehmern. Also die haben ja
typischerweise dann nochmal viel, viel niedrigere Margen. Schauen wir mal langfristig hier auf den Monatschart von McDonald's und wir sehen, dass wir hier seit 2018 relativ schön in diesem Kanal laufen und da sind wir jetzt auch am unteren Ende angekommen. Also hier könnte es jetzt dann auch interessant werden für einen Einstieg. Ja, auf Wochenbasis, wenn man schaut, dann habe ich hier mal so eine kleine Zone eingezeichnet, die man in grün hier gut sieht. Und zwar geht es jetzt hier um diese letzte Korrektur, die wir da abgeschlossen haben. In diesem grünen Bereich wäre eigentlich die wichtigste Unterstützungszone gewesen. Die haben wir jetzt tatsächlich zuletzt schon unterschritten, haben aber auch hier nochmal, wo der Kurs sich aktuell bewegt hat, bei 250 US-Dollar ein schönes Volumencluster. Also hier liegen immer die ganzen Kauf- und Verkaufsorder, die man da schön sieht. Und ich habe jetzt hier mal dieses Fibonacci Retracement angelegt und sehen, dass wir jetzt uns hier so ein bisschen um das 78,6er Fib bewegen und wir tendieren jetzt aktuell 14% unter dem Allzeithoch. Jetzt ist natürlich die Frage, kann sich McDonald's hier jetzt in dieser sehr, sehr interessanten Zone stabilisieren, auch die hier unten nochmal ist, oder wird das alles jetzt hier wirklich zu einer großen Top-Bildung und rauscht der Kurs jetzt dann richtig nach unten? Ja, kurzfristig lässt sich sagen, dass McDonald's eigentlich frühestens im Moment hier über 276 US-Dollar ein Einstiegssignal liefert, zumindest charttechnisch gesehen. Aber naja, wenn man jetzt halt nochmal abwartet und die Aktie vielleicht weiter nach unten korrigiert und dann nochmal ein Anstiegssignal liefert, weiter, also tiefer in tieferen Kursregionen, dann kann sich natürlich da auch noch ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis bieten. Völlig logisch. Ja, grundsätzlich, aber McDonald's auf jeden Fall ein sehr, sehr defensiver Wert mit 2,6% Dividendenrendite knapp und 22er KGV. Also das ist auch sehr, sehr schön. Gucken wir mal so ein bisschen auf den Overview von McDonald's. Mal ein grober Überflug, also 2,6% Dividendenrendite, knapp 200 Billion US-Dollar Market Cap. Hier sieht man auch den Umsatz der letzten Jahre. Der ist jetzt halt hier auch leicht gestiegen sogar noch, wie man hier sehen kann. Aber grundsätzlich ist ja die Comparable, also der vergleichbare Umsatz, immer weiter zurückgegangen. Und das Net Income konnte aber in der gleichen Zeit sehr stark gesteigert werden. Auch die Margen sind da immer gut mit angewachsen. Also auch ein sehr, sehr schönes Business, dass man da die Margen auch wenigstens immer wieder in so kleinen Zykliken einfach auch steigern konnte. Das wichtigste Segment ist natürlich dieses Franchising und das zweitwichtigste sind die eigenen Restaurants, die man betreibt. Ja, man ist sogar in den USA hier mit 42% noch der wichtigste Absatzmarkt. Dann auch kommen hier einfach International Operated Markets, also man fasst die dann eben hier so ein bisschen zusammen unter international. Die Dividende, die wird auch schon sehr, sehr lange gesteigert und man hat jetzt auch so ein bisschen historischen höheren Dividendenrendite auf jeden Fall. Der Verschuldungsgrad zum Free Cashflow, der ist eigentlich relativ hoch und liegt hier so bei ja, siebenfache Verschuldung vom Free Cashflow und ist aber natürlich bei so einem relativ hohen Immobilienunternehmen, also man hat ja auch sehr, sehr viele Immobilien in der eigenen Bilanz und so weiter, jetzt vielleicht nicht das allergrößte Problem. Wenn man sich mal das Income Statement hier nochmal genauer ansieht, dann sieht man, dass hier die Umsätze ja teilweise rückläufig waren, teilweise dann doch wieder gesteigert wurden. Aber das hängt natürlich auch eben mit diesem ganzen Franchising zusammen. Da ist eben das Net Income dann doch deutlicher angewachsen im Vergleich zu dem eigentlichen Umsatz. Und das sieht man eben auch hier unten. Also zum Beispiel von 2020 auf 2021 ist das Net Income um 60% angewachsen und im Vergleichszeitraum ist aber der Umsatz nur 20% gewachsen. Also völlig offensichtlich. Das liegt daran, dass eben diese Franchising-Strategie hier Früchte trägt. Wenn man den Free Cashflow anschaut, sieht man, dass man 2020 natürlich gelitten hat unter Corona und aber grundsätzlich der Free Cashflow in die richtige Richtung geht und der auch relativ stetig gesteigert werden konnte. Gucken wir mal auf die ausstehende Aktienanzahl und die ist hier in den letzten Jahren auf jeden Fall gesenkt worden. In der jüngsten Vergangenheit noch etwas rapider, wie es jetzt in der letzten Zeit war, aber auf jeden Fall hier schöner Rückenwind durch die Rückkäufe, die man tätigt.
Wir können uns nochmal so die historische Price-to-Earnings-Ratio, also KGV, anschauen. Und da sehen wir, dass wir jetzt eigentlich relativ im Durchschnitt sind zu den letzten Jahren. 2018 hatte man McDonald's mal günstiger bekommen, aber im Moment relativ günstig bewertet im Vergleich, hier mit so einem 24er Price to Earnings, hier jetzt brandaktuell, also nicht die Forward. Und was die Aussichten angeht, da soll man noch weiter wachsen können hier bei den Earnings per Share. Der Umsatz soll hier laut den Prognosen sogar auch noch ganz leicht laufen nach oben. Das war jetzt nicht die extrem krassen Sprünge, aber auch mit dem Earnings per Share weiter nach oben gehen. Also McDonald's für mich schon eine sehr, sehr interessante Aktie. Es stellt sich halt jetzt die Frage, kann man so ein bisschen die starken Preiserhöhungen, die man auch durchgeführt hat jetzt in der Hochzinsphase, etwas senken oder vielleicht bremsen, sodass man auch wieder die Niedriglohnsektoren besser abgreifen kann, dass die eben da jetzt auch wieder bei McDonald's essen gehen. Grundsätzlich ist es jetzt hier historisch nicht die allergrößte Einstiegschance, aber es ist auch für McDonald's typisch, dass man da nur so, man sieht es ja auch am Chart, in den letzten paar Jahren, Monaten immer nur so 15 bis 20% korrigiert hat. Deswegen könnte das sich natürlich schon jetzt als eine ja, wirklich interessante Einstiegschance bieten, aber eben nur bei einer Stabilisierung da unten in diesem Kursbereich. Ja, dann lasst mal gerne eure Meinung einfach da zu McDonald's, was ihr davon aktuell haltet. Seht ihr das gerechtfertigt, dass jetzt hier der Kurs so ein bisschen nach unten geht? Oder ist es für euch eine völlig normale Korrektur und stellt ein Einstiegssignal und eine Kaufchance dar? Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da für den Kanal. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.